Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um einen 7er BMW von der Firma Neoscale Models im Maßstab 1:43. Und zwar geht es um den 7er BMW E38. Und der Wagen kommt hier mit einer Verpackung, die man rausschieben kann. Also eine Spiegelpappe, würde ich jetzt mal sagen. Und hier ein Display. Es handelt sich übrigens um ein Modell aus dem Material Resin, also ist kein Metall. Und ich finde, das ist ein sehr schöner BMW. Den hatte ich mir vor 2 Jahren gekauft. Klassischer geht es kaum noch, glaube ich. Das ist nämlich damals die Bauikone oder Autoikone von BMW gewesen. Mit dem BMW wollten sie, glaube ich, ja, lange Zeit konkurrenzlos sein. Das ist auch wirklich ein schönes Auto, auch gut gemacht von der Ingenieurskunst innerhalb des Motors, aber auch der Rest ist sehr schön. Wie gesagt, die Front hier mit den BMW-typischen Nieren gefällt mir persönlich besser als diese ganz großen Nieren, die sie jetzt momentan machen. Hier schön mit Scheinwerfern, beziehungsweise die Wischer für die Scheinwerfer, kann man hier auch gut erkennen. An der Seite hier die Felgen sind meiner Meinung nach sehr passend, ziemlich groß, passt auf jeden Fall zur eleganten Form des Autos. Und das Heck natürlich entsprechend auch sehr hübsch meiner Meinung nach. Ich finde den Wagen generell eines der gelungensten Fahrzeuge überhaupt von BMW. Mir selber gefällt ja noch der 7er E66 persönlich sehr schön oder sehr gut. Ja. Und das ist auf jeden Fall auch eines der klassischen Fahrzeuge, die ich sehr bevorzuge. Ja, hier kann man das BMW-Logo erkennen und 740D, ja, also ein Diesel. Und hier die elegante Form des Wagens, nochmal von der Seite. Und wir schauen mal in den Innenraum rein, in der Hoffnung, dass ihr was erkennen könnt. Ist auf jeden Fall sehr detailliert gearbeitet worden. Hier die Mittelkonsole kann man erkennen. Das Lenkrad mit den entsprechenden Armaturen, Tacho und so. Kann man auch gut erkennen, meiner Meinung nach. Ich versuche es mal von der Seite. Ja, ich denke, das kann man erkennen. Und hier hinten auch sehr schön gemacht. Das Interieur des Fahrerbereichs. Und hier hinten das Heck. Sehr schön meiner Meinung nach. Schiebedach hat der Wagen keins. Aber es ist wirklich sehr, ja, sehr filigran. Aber eben nicht aus Metall. Aber ich denke, das kann man verkraften. Je nachdem, wenn das Auto wirklich gut aussieht, so wie hier, kann man das, denke ich, verschmerzen, dass das kein Metall ist. Ja, das war's schon von dem Wagen. Mich würde interessieren, was ihr dazu sagt. Habt ihr auch dieses Modell? Würde mich interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bewertet das Video. Gebt mir einen Daumen nach oben. Ja, abonniert den Kanal und drückt vor allem die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video online kommt. Bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.